So, jetzt sind wir hier mitten im Farmland. Ich glaube 25 Kilometer. Das ist so ein bisschen so ein Für und Wider, ne? Weil irgendwo muss man halt zusehen, dass man den TA, also Aotearoa, irgendwo durchs Land führt. Und man hat halt nicht überall diese speziellen Wanderwege, Routen, besonderen Specials überall. So, also kurz über lang, wenn man das vom Norden bis zum Süden irgendwo durchführen will, gut, muss es halt mal auch über Straße gehen oder halt auch durch Farmland. Und ja, ist halt, wo man dann wieder beim Punkt ist, Etappen überspringen, ja, nein. Gut, hier ist halt auch mega cool gerade, die Landschaft und alles. Gut, aber auf Farmland, du rennst hier quasi durch die Scheiße. Denn mit den Kühen, das ist so scharf, das geht, aber die Kühe, keine Ahnung, wenn man da so einen schmalen Pfad hat und sich da durch die Kühe boxen muss, das ist jetzt auch nicht so cool. Gerade wenn da auch Bullen bei sind, die findet man mal nicht so lustig. Aber ja, das ist so ein bisschen schwierig. Ich glaube, da sind die auch hart dran am Arbeiten, weil es ist halt nicht schön, durchs Farmland zu laufen für beide Parteien, ne? Für die Betreiber oder die TA-Walker-Betreiber, genauso wie für die Farmer, ne? Die Farmer auf der Seite, auf der anderen Seite ja irgendwo auch den Leuten dann da entgegenkommen, sagen, pass auf, ihr könnt hier durch das Land laufen, damit ihr die Route da komplett kriegt. Also es ist echt ein schwieriges Thema, aber es ist für alle Seiten irgendwie nicht so cool. Ja, keine Ahnung, was da gibt es wahrscheinlich keine perfekte Lösung für. So, Longwood Forest Track soll einer der matschigsten Abschnitte vom ganzen Aotearoa Trail sein. Ja, bis jetzt würde ich sagen, war der Piahonga Hill Mountain der Abschnitt 8 Stunden Marsch hoch, 8 Stunden Marsch runter. Ne, 8 Kilometer, sorry. Ich bin echt gespannt. Gestern hat es gestürmt, geregnet und die Nacht davor auch. Also beste Bedingungen, dass es matschig ist. Ich bin mega gespannt. Aber es ist auch aus der Warte her, ja, der letzte anspruchsvolle Abschnitt, sag ich mal. Jetzt sind wir bei 2987 die Ecke, also ist nicht mehr weit. Und nach dem Abschnitt ist dann Strand, kleine Städte, also nichts, was irgendwie mehr so fordernd wäre. Also schauen wir mal, wie es wird. Ich bin mega gespannt. Das kann nicht sein. Ja, die vierte Hiking Pole oder Wanderstock ist jetzt gebrochen. Die vierte. Und die letzten beiden, die ich jetzt hatte, waren jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ja, jetzt auch nicht mehr dran gedacht. Also wenn Matsch ist, auf keinen Fall Wanderstöcker benutzen.
weil die brechen weg. Ich glaube, das ist wurscht, welche Marke man hat, wie gut oder schlecht die sind. Die brechen weg. Weil die letzten, die ich habe, die waren jetzt echt gut. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo sie gebrochen sind. Oh Gott, es ist zum Heulen, ey. Aber gut, hilft ja jetzt nichts. Ich habe schon so viel Material jetzt hier verschlissen auf diesem Trail. Holla die Waldfeder. Ja, also, ja, also, was soll ich sagen? Schon matschig. Ich weiß nicht, so geil finde ich es jetzt auch nicht, also muss ich ganz ehrlich sagen, das sind so Abschnitte, boah, muss man den Trail da lang führen, weil, gut, man kommt da so ein bisschen raus an den beiden Hügeln, hat da ein bisschen Aussicht, aber, ey, das ist jetzt für die Hiker. Gut, für mich oder für alle, die jetzt nach Süden laufen, ist das voll in Ordnung. Wir kommen dann da an in der Stadt, da ist ein Campsite, Dusche, alles super. Aber wenn du von Süden startest, ey, keine Ahnung, wie du das machen willst. Weil du siehst ja aus wie Sau. Ich weiß es nicht. Also, ach, geil ist es nicht. Geil ist es nicht. Oh. Oh nee. Oh Gott. So, muss ich nochmal korrigieren. Also Longwood Forest, das ist einfach eine Matschhölle. Also das zu überspringen ist vollkommen nachvollziehbar. Also ganz ehrlich, ich würde das nicht nochmal machen. Das ist einfach nur scheiße. Stundenlang durch den Matsch. Hier geht es nicht mehr darum, dass deine Schuhe trocken bleiben. Hier geht es einfach nur darum, dass deine Hose, also deine Unterhose trocken bleibt. So tief ist der Matsch. Also, ho, holla die Waldfee. Also, weiß nicht. Also meins ist nicht. Durch den Schmalter Matsch robben wie die Schweine. Das ist, weiß nicht, manch einer steht drauf, aber ganz ehrlich, da kraxel ich lieber einen Berg hoch, als stundenlang durch den Schmodder zu laufen. Also, ich weiß nicht. Das ist, nee, das würde ich definitiv skippen nächstes Mal. Das ist, sehe da überhaupt null Sinn drin, wenn man sich das mal anschaut. Und das ist hier nicht knöcheltief, da bist du mindestens knietief im Matsch. Also heute Morgen ist es ein bisschen besser, aber ja, Schuhe sind schon wieder komplett durch und
Jetzt kommt aber schon die Vorfreude durch, Colac Bay zu erreichen. Und weil das ist dann halt schon am Strand. Und dann ist halt der Longwood Forest geschafft. Also von daher, ich freue mich. Auch wenn man jetzt hier nochmal die Schlammschlacht hat zum Ende raus, aber der Mai. Letzten Meter, die letzten Meter sind angebrochen und oh mein Gott ey, die letzten Meter, ich werde verrückt, auf dem Fahrrad. Oh my goodness, es sind jetzt, ich denke offiziell 3026 Kilometer. And there is the last point. I can see it, naively. So, der letzte Hügel. Der letzte Hügel, ich werde verrückt. Sterling Point. Wo ist er?
Boah, ist ja der Leuchtturm. Boah, so, Bluff ist erreicht, 3026 Kilometer. Oh Gott, 164 Tage. Das ist der 164. Tag. 11. Oktober gestartet und am 23. März 2023 beendet. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet.